Ich heiße Markus Berger, bin Sportfotograf, habe selber professionell Sport betrieben. Auf der anderen Seite hat unser Vater als Kinder viel mit uns gemalt und habe da eher so in der Malerei so meine Anfänge gehabt, was so Kreativität betrifft. Das habe ich, glaube ich, dann mitgenommen in die Fotografie, weil sich mein Stil schon sehr stark mit gesättigten Farben widerspiegelt. Ich habe auch sehr viel mit Mangas und Comics zu tun gehabt und das hat mir sehr taugt, wo auch sehr extreme Perspektiven oft zum Einsatz kommen. Das ist ein bisschen das, dem ich nachgehe und versuche das Ganze mit Fotografie umzusetzen. Also einen Comic Hero versuche ich so wie der Comiczeichner dann im Foto darzustellen. Ursprünglich die Idee war Origami, weil es eine japanische Faltkunst ist und wir gesagt haben, vom Licht- und Schattenspiel her ist es richtig cool und gleichzeitig hat halt Origami an sich eine richtig coole Bedeutung. Und der Kranich ist im Endeffekt der Vogel des Glücks. Deswegen ist es zum einen der Kranich geworden, der sich eben mit den Flügeln als Shape für das Obstacle richtig gut angeboten hat. Ich arbeite normalerweise auf Kleinbildkameras. Ich habe schon sehr viel auch schon auf Mittelformat gearbeitet, aber nicht mit dem GFX 102 Body. Und da muss ich echt sagen, ich habe mich sofort zu Hause gefühlt und habe dann eigentlich für alles Wege und Lösungen gefunden, wie ich mit dieser Kamera die Bewegungen einfangen kann. Du musst da natürlich einen Plan machen, auf den du immer zurückfallen kannst, aber über 90% deiner Pläne werden in dem Bereich, wo wir arbeiten, wirst du immer umwerfen müssen. Also ob das Wetter ist, ob das Board bricht, ob beim Trick was nicht funktioniert oder sonst was. Es kann immer irgendetwas sein und deswegen glaube ich persönlich immer an kleine Teams, weil man da einfach viel beweglicher ist und sich dann auch, sollte etwas zum Beispiel schief gehen, sich sehr schnell bewegen kann und flexibel ist, dass man dann noch was umändert. Wie es dann soweit war, haben wir die Blitze aufgebaut, wir haben uns bereit gemacht. Ich bin auf meine Position gegangen, habe die Kamera eingestellt und plötzlich ist das Ding umgekippt und komplett versunken. Dann war es einmal kurz ruhig, dann haben wir mal alle einfach geschaut. Ja, dann hat es geheißen, okay, was machen wir jetzt? So they should take their time, like Yeah, for sure. afterwards we will eat, get energy. And then, yeah, do we have a plan B? If they don't flip it around, Yeah. we go party hard and you will party again after 3 days. No, I don't know, we will see. Wenn etwas passiert, dann gibt es einfach dem Projekt einfach noch mehr Leben, weil dann alle daran arbeiten, dass es besser wird. Und wenn es dann irgendwie funktioniert, auch wenn das Ergebnis ganz woanders ist, dann steckt doch noch viel mehr Herzblut und Leben drinnen, weil jeder was zusätzlich hineingesteckt hat. Für mich ist wichtig, dass sich die Geräte richtig anfühlen und mich nicht dabei ablenken, Momente einzufangen, sondern eigentlich mir helfen, dass ich so sehr im Moment sein kann wie möglich. Und da merkt man gleich, ist es eine gute Kamera oder nicht, wenn ich weiß, ich kann damit arbeiten. So ist es mir eben dann auch gegangen, wie ich die Fuji GFX 102 bekommen habe. Ich habe mich gleich zu Hause gefühlt, habe die Menüpunkte gefunden, die Objektive an, abschrauben, solche Sachen. Das ist mir wichtig, dass die Haptik im Endeffekt gut ist. Zum gestandenen Trick gehören immer die Fails dazu und das ist die andere Seite und genauso geht es da eigentlich beim Fotografieren auch. Du bist bei den Fails dabei, du hast vielleicht jetzt schon 100 Mal abgedruckt, aber er war noch nicht dabei, der Trick. Beim 101. Mal bist du unkonzentriert und dann steht er aber den Trick und dann musst du den Shot haben. I lost you a little bit, but not this one. That one's also cool. Like, I like more the second one, but I'm also cool with the first one. Yeah, I like that. I like when the tail kind of lines up like that.
like that. That's pretty spot Pretty on. lined up, yeah. That's what I was talking about. Nice, man. Sick, thank Cool. you. An der Abendstimmung fasziniert mich im Endeffekt eher die Qualität vom Licht. Es schaut alles anders aus als wie den ganzen restlichen Tag. Und das macht es im Endeffekt interessant, weil der Blickpunkt, den man hat beim Sonnenaufgang oder beim Sonnenuntergang, den hat man eben nur für eine halbe Stunde am Tag. Und deswegen ist es so interessant auch für die meisten Leute, weil man diesen Blick meistens nicht gewohnt ist. Und das eben, was spannend macht es dann auch wieder schwierig, weil man hat dann halt dieses Blitzlicht, ist auf das angewiesen, hat viele Komponenten, die funktionieren müssen und gleichzeitig hat man dann aber nur einen Moment und in dem Moment muss alles Klick machen. Der Athlet muss funktionieren, das Licht muss funktionieren, die Blitze, die Kamera, die Speicherkarte, alles was da ist, muss einfach in dem Moment funktionieren. Das ist dann dieser Aha-Moment, wenn du dann abdrückst, schaust auf die Kamera und dann siehst du das Endresultat der Arbeit, die dahinter steckt, der ganze Eisberg, der unter der Oberfläche ist. In meiner Arbeit ist die Kamera ein Werkzeug und ich bin jetzt nicht wer, der die Kamera in eine Vitrine reinlegt und dann mit Handschuhen herausnimmt, sondern die Kamera ist mit dabei, die muss was aushalten. Ich bin meistens draußen unterwegs und meistens sind es die Momente, wo nicht alles perfekt ist, wo die guten Bilder entstehen und da darf dich die Kamera nicht im Stich lassen. Und das ist das Kriterium, was für mich am meisten zählt. Okay, in dem Moment, wo es dann drauf ankommt, brauche ich dich und da musst du für mich da sein. Was mich überrascht hat, ist einfach die Bildqualität, die man einfach dann in einem Body hält, der wie ein Sportbody quasi funktioniert, aber mit einem großen Sensor und das taugt mir. Und wenn ich das schaffe und mit der Kamera in dem Moment arbeiten kann, dann bin ich super glücklich. Wenn dann noch eine bessere Bildqualität dabei herausschaut, ja, was gibt es Besseres? Das ist dann perfekt für mich.